Ja, guten Tag, liebe Kinder. Ich stand heute vor der Aufgabe, ein Video zu schreiben. Beziehungsweise ich habe ein Video bereits fertig geschrieben. Ich kann ja sagen, was es ist. Ihr wartet schon länger drauf. Nämlich die letzte Folge von Ein Leben mit Harry Potter. Das Skript ist fertig, ist sehr lang. Aber bevor ich das aufnehme, wollte ich noch ein anderes Video dazwischen werfen zu einigen aktuellen Spielen, über die ich reden wollte. Und um so ein Skript zu schreiben, musst du halt dich ein bisschen da reinversetzen und von der Welt abkapseln und einfach schreiben und dich so ein bisschen daran aufgehen. Überraschenderweise fiel mir das heute relativ schwer, mich auf diesen Text zu konzentrieren, weil ich richtig emotional bin heute gerade. Also als ich heute Morgen gelesen habe, war ich sehr erschrocken und allem drum und dran. Und ich kann halt nicht, ich bekomme nicht dazu, einfach dediziert zu schreiben, sondern ich gucke immer wieder auf Twitter zwischendurch, auf CNN, auf Spiegel, ob vielleicht doch alles nur ein schlechter Traum ist. Aber nein, es ist alles wahr. Und da ich einfach so ein bisschen Bauchschmerzen davon habe und ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll, habe ich mir gedacht, ey, du kannst jetzt den ganzen Tag zu Hause sitzen und dir die Scheiße im Internet geben und wütend sein und traurig sein und sich fragen, warum es so viele solche Menschen gibt. Oder ich spiele ein Videospiel. Und ich habe hier ein Spiel mir ausgesucht mit World of Final Fantasy, wo wir ja gerade erst gestern einen Code bekommen haben, wo ich hier erst ein bisschen verspätet nachgefragt habe, denn die Resonanz auf dieses Spiel ist eine sehr positive, eine relativ positive gewesen und für mich eine recht überraschende. Und ich habe mir ein paar Clips dazu angeguckt und da war ich auch sehr überrascht, wie gut mir das gefiel von dem, was ich gesehen habe. War nicht wirklich viel, aber das, was ich gesehen habe, gefiel mir gut. Und dazu ist es ein sehr optimistisches Spiel, ein schönes Spiel, ein Spiel, wo man einfach Freude dran hat, ne? Wo man jetzt einfach hinsetzt und damit drin ein bisschen aufgehen kann, ein bisschen lachen kann, ein bisschen Spaß haben kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche das gerade. Ich brauche gerade etwas, wo ich einfach ein bisschen mich drüber freuen kann, wo ich jetzt nicht rumballern muss, wo ich niemandem Leid zufügen muss, sondern wo es einfach ein bisschen heile Welt ist, weil die echte Welt ist gerade so weit von der heilen Welt entfernt, wie es nur geht. Heute Abend nehmen wir noch Ratsherren auf. Deswegen werde ich mich da unweigerlich damit beschäftigen müssen. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Stunden. Ich werde wahrscheinlich einfach bis heute Abend jetzt hier ein bisschen Final Fantasy zocken. Je nachdem, wie gut es mir gefällt. Wenn es mir so gefällt, wie ich hoffe, dann halt länger bis heute Abend. Wenn nicht, dann mache ich eine halbe Stunde wieder aus. Aber wir gucken mal. Ich habe noch nichts gespielt. Das ist ganz der Anfang. Danke nochmal an alle, die hier da sind. Freut mich sehr. Ist ja noch recht früh. Ich werde auch gleich... Erinnert mich mal irgendwie so um 3, halb 4 nochmal daran, nochmal einen Tweet abzuschicken, weil dann ja viele Leute von der Arbeit kommen werden. Das was dann nochmal schreiben. So, ihr seht, Continue ist noch ausgegraut, habe ich noch nix hier gespielt. Wir spielen es auf Englisch einfach mal, obwohl es gibt eine Stimme, die ich schon gehört habe, die ich absolut furchtbar finde. Aber da stehen wir jetzt einfach mal durch. Also dieses Spiel ist wirklich so cutesy und Anime und darauf habe ich aber gerade Bock. Deswegen machen wir es. Ich habe schon Sephiroths Champion Medal bekommen. Ah, das sind Pre-Order-Deals oder irgendwelche Day Zero Edition DLCs, die in meiner Edition dabei waren, die ich von Square Enix bekommen habe. Deswegen wird es irgendein unwichtiger optionaler Blödsinn sein. Ja, halb 4. Oh, Junge, war das ein... Ist das... Also, mein lieber Mann. So, egal. Tick, tock, tick, tock. Tick, tock. The Brota. Ich habe früher immer von The Brother, habe ich das so lange verkürzt und auseinandergeschrieben, bis ich irgendwann den Satz, gib mir Brot her, auf Deutsch hatte als Kind und fand das mega lustig, dass ich aus Brother, gib mir mal das Brot her gemacht habe. Robin Trivia. Sieht wirklich krass aus wie Kingdom Hearts, ne? Das könnte auch Sora, wie heißt er sein?
Hallo Dopsy. Hallo Diablo, Kamille, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ihr Rock könnte ein bisschen länger sein. Würde ich mich auch nicht darüber beschweren. Das ist auch der Turm aus Devil May Cry 3, sehe ich doch sofort. Babel? Ist ja nicht Babel? Ja, Sora, ich bin der übelste Kingdom Hearts Kenner. Fonsa, dieser Chat ist eine, ich muss einmal kurz sagen, dieser Chat ist eine Trump-freie Zone. Time to wake up. Hier und heute gibt's keinen Herrn Trump, der hat hier nichts zu suchen. Das ist ein Chat der Glückseligkeit, der Fröhlichkeit, wo wir uns freuen. What a nap. Stimme passt doch nicht so ganz zu diesem Kind. Oh, what a nap. Junge. Oh, right. I gotta get to work. Sieht aus, als ob du in den Kindergarten müsstest. Da oben ist ein Muggel mit Sonnenbrille, gefällt mir schon ganz gut. Oh, am I gonna make it? The boss hates when I'm late. Ey, du hast ein... Ist das eine STD? Ist And das... again, it's not like business has picked up any. Du hast einen Befall, junger Mann. Mit wem haben sie wieder geschlafen am Wochenende? Guck, du auf dem Kopf hast. Maybe we Riesiges should start Herpes am selling Kopf. Sandwiches along with the coffee. Bin auch überrascht davon, wie hübsch es dann doch ist. Also es ist ja ein Vita-Port, beziehungsweise ist für Vita und PS4 erschienen. Und der Artstyle trägt das auch auf der PS4 ganz gut. Das ist natürlich kein wunderhübsches Spiel, aber ich finde, der Artstyle, der überträgt sich wunderbar auf den HD-Fernseher. The streets sure are quiet today. Okay, wir arbeiten in einem Coffee. Nee, also in einem Coffeeshop, aber in einem Coffeeshop, nicht in einem Coffeeshop. Hey, I'm here. Oder wir arbeiten in einem Coffeeshop, kann ja auch sein. Nee, ist ein normaler Coffeeshop. How'd she get in if no one's here yet? Good morning. I'm real sorry. I hope you haven't been waiting long. The Customer mit einem ein bisschen Seymour-Haare. Pint. I mean, a cup of coffee, please. Oh, and bring the whole jar of sugar. I'm gonna need it. Right. That's 1 cup of Joe. And I'll get you one of the big jars. Has nobody made Ein Kaffee heißt das auf Deutsch. Vielen Dank, Muffin. together, guys? Warum hast du dieses Ding auf dem Kopf? Siehst du das nicht? Take a while. Hey, no hurry. Time's not an issue. Muss doch mega was wiegen, ey. Nacken wie ein Stier. Here you go. Wie er einfach in einem Fantasy-Starbucks arbeitet. Thank you. Sure. Wie seine Augen nehmen. Das ist ja super. Ziemlich gut. Ungefähr so trinke ich meinen Kaffee übrigens auch, wenn ich mir mal einen hole.
Ey, die ganzen Haare von dem Vieh kriegen in die Muffins rein. Lon! Keep it down, Rain. You're about acting your age, huh? Hey, don't talk down to me. Listen, last time I checked, little bro, I've been around a few minutes. Ihre Stimme ist gefährlich nah im Get Vanillegebiet. it already. Very sorry. So, what's up? I'm all ears. Well, you don't have to get all sarcastic. You really are all ears. What? Hat er das? So, Lon, have you seen What? anybody this morning? Well, yeah, I mean, I'm looking right at you, aren't I? And there's that customer. What? Ah! Oh, hello. Das ist echt sehr gut animiert, das You Spiel. can see her? Dude. Yeah, but... Look! Come with me right now! Easy. Ow, 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 ow. Das Stream hat gerade erst angefangen. Todestoaster. Wir sind noch im Intro. There's nobody here! So, it's a quiet morning. Maybe they just... I mean no one! Stark ist der zu. Lon, have you bumped into anyone today besides her? Now that you mention it, I guess not. And this isn't setting off any alarms? Should it? Nee, timeouten müsst ihr nicht, wenn jemand Trump sagt. Nur ihn moralisch geißeln. Who are you? If you're from around town, then I don't know you. Rain, manners. You two really don't remember a thing. Would you please just answer my question? You can Jetzt call hab ich, me stimmt, jetzt habe ich es aber auch wieder gelesen. Da habe ich wieder schlechte Laune. Ugh. Crow. Anna Crow will work. Ist da was? Es war noch früh am Tag. Hallo, Anna Cross. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ich habe mir gerade mal schön noch mal ein Bierchen geholt. Okay, well, we woke up Wenn man today, heute, so- wenn man an einem Tag um 14 Do you Uhr know why? mittags sich ein Bier aufmachen kann, dann ist es, glaube ich, heute. But you always have been. Prost. This world, it's always been the two of you. A world without time. One that ended when it began. What? That's the weirdest thing I've heard. But don't worry. Just because the world ended doesn't mean that it's going anywhere. You know, I have been checking up on you two. Until now, you were nothing but blank stares. So imagine my surprise when Lon took my order. What a morning. Okay. Now you're kind of scaring me. So, now that you're awake, we've got a story to tell. Which brings us to... Tama, right here! Who the hog put this thing on my Der hat's wirklich nicht gesehen? Yeah, I did try to mention it before. Weird. You take it from here. I'll go on ahead and link up a path. You the got it! Huh? Hey, you can't just leave. Salutations! The name is Tama, and I'm here to help out. Does anyone have any questions? Wait, I've got tons of questions. Why were you sitting on my head? And how the hell can a fox even talk? That's seriously the first thing on your mind? Now I see why Anna Crow is just about ready to throw in the towel. You're not allowed to be confused. Hey, whoa, take it Was für japanische I Animation. thought you were upset Let's too. start the over. I'll make us some the coffee. Oh, yes, please. But I already made some coffee before you got here. How can you just roll with this, Rain? Chill the out. You live the much longer. Yeah, Lon. You shouldn't start out your morning with so much stress. Oh, would you like some sugar? 3 cubes for you, right, Lon? Huh? I'm good with just one. No. Okay, I'll go and put the coffee on. But I just said I... You know what? Just give me my dang cup of coffee. Es ist so viel besser geschrieben als alle richtigen Mainline Final Fantasies der letzten 15 Jahre geschätzt. Hush keepers? Me and Rain? That's the correct. The marks on your arms are proof. You were born to work the miracles. Miracles? Our arms can do that? Dude. How could you forget?
You used to command a whole legion of them. You were masters of them. Powerful living illusions known as mirages. Mirages! The fact, even the Pleiad answered to you, and those are Die the seven strongest Pleiad. mirages of all. With their power, you could have the ruled over all the world. Oh. So, we could have ruled the world? Because, what, we controlled these mirages? Well, that's what I've heard. From who? What do you mean? In a crow that told me, of course. But enough the reminiscing. I've got to teach you two to use mirages again. Ja, Ratnik dürft ihr Who's that? raushauen. Der First will hier off, offensichtlich I'm going trollen. to present you with my very own Prismarium. So what does it do? With this Prismarium, the mirage inside becomes yours. And you Das ist ein Pokéball. Das ist einfach nur ein Pokéball. everything you command. So let's try it right now in glorious combat. Wait. What? Huh? Oh shit. Im Café. Oh, woran erinnert mich dieses Tattoo? Das sieht voll wie irgendein anderes so ein Zeichen oder Tattoo aus. Es ist wirklich schön animiert, dieses Spiel. Hey Terranas, ja, wir sind alle fröhlich. Okay, go Heute ist ein schöner Tag, nichts Schlimmes ist passiert. Würde Final Fantasy schön. Kenn ich. Und wir haben Bier. Hier, Bier. Prost. Bier und Final Fantasy. Mehr brauchen wir nicht für den Rest unseres Lebens. Ich muss mal, ich kann ja mal kurz die Überschrift. Der Alles wird gut mit der Fröhlichkeit und Bier. So. Ich finde, das ist durchaus wichtig, um diese Message rüber zu bringen. Active Time Battle. Get ready, it's battle time. Characters take turns based on agility. The faster a character, the sooner they get to act. See that long, thin bar? That's what she said. Each phase represents a different character. When a character's icon reaches the top of the bar, they can select the action to perform. You can use R to switch between characters who are ready to act. Wow. Okay, also können auch zwei gleichzeitig ready sein. Assigning button shortcuts to abilities. The actions you can take in battle are called abilities. Abilities are mapped to, yeah, just press a button. A target is chosen for you automatically, so you can speed through combat simply and easily with these shortcuts. Okay. Abilities are assigned to buttons automatically in the order you learn them, but you can also customize the shortcuts via the game menu. Okay. Okay, ich kann natürlich gerade nur attacken. Ich versuche gerade herauszufinden, was Classic. Oh, das ist ja cool. Ich kann zwischen dem modernen Interface auswählen und hier einem Classic Interface. Das ist ja super cool. Aber wie wähle ich denn in diesem Interface die Abilities aus? Kann ich gar nicht. Weil hier habe ich nur Attack und nichts anderes. Bleibe ich mal einfach mal bei kurz. Certain commands like magic and other abilities cost AP to use. Characters recover AP when their turns come around or by successfully exploiting enemy weaknesses. The more powerful the command, the more AP it requires. Most mirages have weaknesses you can exploit for bonus damage and AP. Discovering them will give you a huge advantage, so don't be afraid to try things out. Okay, dann kann ich jetzt wahrscheinlich die anderen Abilities auch benutzen. Oder? Ich habe immer noch nur Attack. Weird. Du legst Skills erst später fest. Alles klar, dann bleibe ich einfach mal bei Attack. Oder kann ich einfach jetzt schon hier in Abilities gehen, das hier rüber machen? Ach, der hat keine Abilities. Okay. Ich mag total, dass es so ein alternatives Interface gibt. Ich glaube, diese Wartezeit konnte man im Optionsmenü verkürzen. Das sollte ich vielleicht gleich mal machen. Oh, nein, das war falscher Knopf. Kann ich das jetzt schon machen? Options? Nee.
had talent? There are 3 battle modes. Active, das meinte ich. Semi-active and wait. In active mode, time keeps flowing regardless of whether or not you input commands. Battle moves quickly and without interruption. In wait mode, time stops until you input a command for the character whose turn is up. This gives you a chance to carefully consider each action. You can change your battle mode setting via the config menu. If you find active mode too challenging, choosing with wait mode until you have... Ja, dann hört sich eigentlich wait mode ein bisschen besser an. Okay, also kann man wirklich nur in diesem klassischen Anzeige kann man die Ziele selbst auswählen und Items benutzen und so. Danke, Stormride Game. Ich war gestern beim Friseur nur für dich. Ich bin sehr glücklich über dieses Kompliment. Bin mir nicht sicher, ob diese Frisur zu kurz war, aber wenn sie dir gefällt, dann habe ich mein Ziel ja schon erreicht. Big Stack L. Sure, was auch immer das heißt. Hey, Ecolon, danke fürs Subscriben. Wenn auch ihr Amazon Prime habt und noch nicht bei uns subscribed habt, guckt mal bei Twitch, googelt mal nach Twitch Prime. Ihr könnt uns kostenlos subscriben, wenn ihr Amazon Prime habt. Wir bekommen ein bisschen Geld dafür. Ihr müsst nichts extra bezahlen. Win-Win-Situation. Wenn ihr schon unterschrieben habt, guckt einmal im Monat nach, weil ihr müsst die dann manuell erneuern, diese Subscription. Abonniert, ist nicht unterschrieben. Oh, but wait. Of course that would have happened when you and this world were spliced out. Huh? So not only did they lose the mirages they had, they've been stripped of all their memories of the mirages too? But I guess that explains why all their other memories seem to be largely unaffected. What? Listen, let me show you something. There, just beyond this light, lies another world called Grimoire. Grimoire, aber schon mit Y, einfach aus Prinzip. All the mirages you've lost. You mean they're all inside this gate? You got it. Are you ready to conquer them again? So, if we do Okay, danke Kairo für die the Tipps. lost mirages, does that mean we'll be able to remember the things we forgot? Well, I don't know about that. After all, you lost your memories. It's not the same thing as forgetting them. Ist genau das Gleiche. But even if you don't remember Grimoire, Grimoire still knows a lot about you. You're certain to find traces and records of your past. Okay. So, like... You're saying whether we remember anything Danke about Spalter ourselves fürs or not, Subscriben. we can still find clues about our past and the things we've done? Correct. And if you keep on gathering mirages, I think you might even meet your family in due time. Our family? Huh? Well, I guess. It does make sense that we'd have parents. Oh yes. So then, you going? You going? Will you journey to Grimoire? Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass mir das besser als Final Fantasy 15 gefällt, keine Ahnung. Die Previews zu Final Fantasy 15 waren recht positiv. Es gibt wohl in der Mitte einen ziemlichen Cut bei Final Fantasy 15, den ich jetzt noch nicht weiter erklären will. Laut einem Edge-Preview, die das Spiel bis zum Endboss spielen konnten. Der ein bisschen kontrovers gerade besprochen wird. Ja. Aber ich bin mittlerweile ein bisschen optimistischer. Chapter 1. Land of... the Lilikin. Dankeschön. Lilikin. Topper, das sind Erwachsene im Anime-Look, also Jugendliche. Ich glaube, die sollen irgendwie 18 oder 20 oder sowas sein. So, this must be Grimoire. Ja, und jetzt sind die so aus. What? Tweep. You look like such a little dweeb. Oh, I know! We look ridiculous! Danke, Kamelle. Don't worry. I'm sure that's how everybody in this world must look. Inna Crow just wanted to make sure you had a nice and a handy way of blending in. Wow, she can do stuff like that? That is awesomely weird. Danke, Bikoso, auch an dich. Kinda works out. We won't have anybody gawking at our arms. Way to find the silver lining. Lilikin and Giants mit J. Mit
Einfach aus Prinzip schreiben wir keine Wörter richtig, sondern ändern überall einen Buchstaben und sagen dann, das ist Fantasy. In Grimoire, the smaller people are called Lilikin and the taller people are called Giants. The twins can switch freely between these forms. Okay. Although you are free to store around as either size, you will start combat in your current form, so it's never a bad idea to have stacks set up for both situations. Tapping into the tip jar. The tips you see in these panels are never out of reach. You can view them. Okay, yeah. Ah, tip jar. I get it. I guess we should head straight down this path. Woo! It's the only direction we can go. Think you can manage to not get lost? You know, just this once? What? I'm not gonna get lost. Das ist ja mega weird. Aber auch mega lustig. Ich glaube, ich spiele das so. Hallo, Big Sis. Was geht ab? Oh, hello. I spy another mirage. That is the call to Choco Chick. What are you waiting for? Go on and imprison the it. Okay. Let's go. Jetzt ist er wieder groß. Wir haben gerade gesagt, er bleibt so, wie er ist. Pikachu, ich werde dich. So what now? First, you're the Ah, jetzt ist er wieder klein. It looks sort of like a prismarium. What is it? That's the call to prism. Use it to make the Choco Chick's prismarium. Every time you find a new the mirage you haven't seen before, it'll be recorded in Anna Crow's special mirage manual. Das sieht ziemlich lustig aus. Does it even have pictures? You the betcha. And then whenever you add a new mirage to the manual, you receive one of its prisms. But only the first time, mind you. Okay, first, try the weakening the Choco Chick. Then you use your prism. In order to imprison. Imprison! Ah! Ah! Das ist sehr schlecht, aber auch sehr gut. Imprison. Wow. You'll need an empty prism compatible with that mirage. But there's some good news. Anna Cross will provide you with your first compatible prism whenever you encounter a new mirage. Huh? Why doesn't Anna Cross just fork over the whole lot of them right now? Come on, where's the fun in that? Besides, she doesn't do bulk orders. Don't worry, you'll be able to befriend almost every mirage you meet, eventually. But be sure to take the time to get to know the friends you have before looking for new ones. Once a prism holds a mirage, it is known as a prismarium. A mirage's prismarium allows you to use the mirage in battle as a Pokéball. If you look closely at a prismarium, you can see a miniature world inside. They are like snow globes, but be nice and don't try to shake them. So to recap, you start with an empty prism. Imprisming a mirage in the prism turns it into a prismarium. The prismarium lets you add the mirage to your stacks and use it in battle. Even if you fail to imprison a mirage, you won't lose the prism, so there's no need to hold back. Good luck. If you press options during the battle, a window will open containing info on the mirages you're facing, and with the Libra ability you can see even more detailed information. You can switch between mirages. Each mirage is strong or weak against certain elements. You learn to defend it by looking at mirage data. Sure. Uff, ja. Das wird sich schon ergeben. Use physical attacks to create a prism tunity. Wow. Wow. Physical attacks, Okay. Miss. Toll. Warum Mist? Was ist denn los? Warum sind sie so schlecht? Nein! Ah! Bei ihr war sie jetzt wieder im neuen Modus. Und wenn ich halt X drücke... Ach, muss ich jedes Mal wechseln in den anderen Modus? Endlich. There, a prism tunity.
Prism Tunity. To the claim that mirage for your own. Go on. The select the Prism command. You might have to try different things before certain mirages will let down their guard and to give you a chance to imprism them. Think the outside of the box. Drücke R1 oder 2 zum Vorzuspulen. Danke, Kolgott. You can't just walk up to mirages and imprison them. Querkette Marsch? Ja, hier war es jetzt Physical Damage, ich weiß. Okay. Übelst gerammt. Imprison. Jetzt immer A drücken. Yes! Man muss immer A drücken, wenn der Pokéball wackelt. Das Prison, sonst fängst du das nicht. Oder B. That wasn't so bad. Ich hab kein Final Fantasy Jingle. Na gut. Oh, you have befriended a new Mirage. Ein Choco Chick. A little chocobo that loves to waddle around. These feathery friends love to headbutt things. This is fine, because a chocobo's eggshell never cracks twice. Schönes Detail. Diese Beschreibungen sind manchmal echt extrem lustig und gut geschrieben, deswegen lese ich die auch alle durch. Ich kann die benennen. Nee, ich lasse mal beim Default. Oh, wee. Cool. I can see the Choco Chick running around in the Prismarium. Pretty the neat, huh? Next, why don't you have a go at stacking that Choco Chick on your head? Here, watch. I'll just show you. Ah, da sind wir da. Command. Oh, now I get it. So when I saw you perched on Lon's head back in Ninewood Hills, that's what you call stacking. Yep, that's the right. While I'm up to here, I get to take it nice and easy. Is that stacking or slacking? Wenn ein Mod noch da ist, Kairo, kannst du den Ratnik einfach mal bannen? Der trollt nur. Oh, so it's like combining into a super robot. Better yet, your magic and other abilities have the potential to change too. It all depends on how your stack is configured. Huh? Oh, I don't need any action figures when I get to blast out super attacks like a super robot. Well, just be careful. Stacking doesn't make you invincible. Some of the enemy attacks have the power to unstack you. In other words, bye-bye super robot, so to speak. Yowzers. It does sound like bad news. It's true that we are individually the weaker when we're unstacked, but look on the brighter side. Since we each get our own turn in battle, we can use the extra moves to have one member attack and another the heal. It can be very helpful. Depending on the situation, you might even decide to unstack yourselves by choice. Think carefully and choose the best setup for the job. Okay, da muss ich mich jetzt noch wirklich einlesen, weil das ist eine wichtige Mechanik des Spiels. When you stack with mirages, the stats such as HP of all the stack's members are combined. Your abilities may also transform. Stacking with the right body can give you access to new and powerful skills and magic. You're always more powerful in a stack than you are fighting apart. But there's one downside. Weaknesses are also shared among the whole stack, which can get you in trouble. Okay. Use the stack setup screen in the game menu to choose which mirages will fight alongside you. Or is it on top of you? You should set up stacks for both your forms, Lilkin and Giant. That way you're ready for battle no matter what size you're using to explore. A stack can be up to 3 members high. There's one simple rule, smaller goes on top of bigger. That's what she said, auf jeden Fall. Try it out and you'll get the hang of it in no time. Len, Rin and the mirages are assigned sizes, S, M, L. In your stacks, L goes to the bottom, M goes in the middle and S goes on the top. Easy, right? When Rain and Len are L-sized giants, mirages will always stack above them. But when the twins are M-sized Lilkin, things get a little more crazy. Suddenly they can ride on top of L-sized mirages and put S-sized mirages on top of their heads at the same time. That's crazy. By the way, you two can switch between giant size and Lillikin size, depending on your side. Okay, stack set up.
Ich habe ja nur... Wo ist denn mein Schokochick? Kann nur einer dann sich nehmen, naja. Wenn ich jetzt ihm den Schokochick gebe, ja, wird sie von ihr entfernt. Okay. Ich hau das mal auf beide drauf. Falls ich dann doch mal als Kleine rumrenne. Okay. Sie das Schokochick und er hat You won't be allowed to put big things on top of the small things when creating a stack. So, to get on top of a mirage, you need to the Bee and Lillican thing. The best way to learn is to try it once you've rounded up a few more mirages. You'll pick it up in no time. Huh? A dead end? But there's nowhere else to go. What are we gonna do? Never the fear! Never the fear! This may appear to the Bee a wall, but it's actually a gimme golem. Is this a mirage too? Not in the traditional sense of the word. But you'll see these pests all over Grimoire. And unless you give them what they want, they'll give you a hard time and block the way. So, what is it they want? Kann ich sie auf ihn stellen? Wurde gerade nicht angezeigt, nee. Dieser Golem-Viereck-Kasten hat gerade in einer sehr hohen Mädchenstimme Gimme Gimme gesagt. You see a luster leaf reflected in its eye. So where do we find that? That choco chick you just imprisoned ought to be able to track down what we need. But first things the first, you're going to have to unlock the right ability on the choco chick's the Mirage board. Each Mirage has its own Mirage board. A special chart that's packed with new powers and potential. Abilities that boost each space on the boards holds a new surprise. You can unlock the spaces using the skill points your Mirages earn when you level up. Some spaces on the Mirage boards cannot be unlocked until you meet special conditions, but with a little work, they are all within reach. Mirages that have learned the stroll ability will appear alongside you and land in the field, so you can explore Grimoire together. If you're accompanied by multiple Mirages with the stroll ability, you can cycle between them. Sometimes strolling Mirages will discover useful items. Try bringing different Mirages to different places. You might be surprised at what they find. Ganz schön viele Mechaniken in diesem Spiel. Did it. Wo kann ich denn ihre... Ah, der hat jetzt noch 2 SP. So kann ich auch Ram lernen, genau. Und was ist mit ihr? Die hat 4 SP. Oder er, ich weiß nicht, ob Zama Mann oder Frau ist. Kann die 2 Sachen schon? Kann ich noch HP erhöhen? Accuracy oder Strength? Na komm, erhöhe ich mal Strength. The Choco Chicks. Huh? Yay! You found it! Now, try examining the Gimme Golem one more at a time. Huh? It found something. Gimme, gimme! Erinnert mich gerade sehr an die Krähen aus Dark Souls. Whoa! It vanished. That's so cool. I guess the Choco Chick found us just the item we needed. Ja, Titanfall 2 ist sehr, sehr gut. Schön, dass du es gespielt hast, Triebkraft und Lens Flare. Auch nochmal sehr empfehlen. Vielleicht spielen wir das morgen im normalen Livestream. Ich kann sogar entwickeln. Kann ich meinen Choco-Chick zum Tourtalk machen? Ich habe die versteckte Schatzkiste gefunden. Also ich finde es wirklich überraschend hübsch, dieses Spiel. Tama, I notice mirages disappear when we defeat them. Why is that? Most of the mirages you see in Grimoire don't actually
that technically belong in this world. And so, when one of you guys gives them the old KO, they can't maintain their presence here anymore. They fizzle that out and go back. Huh. Wait. Now, that's weird. Who was it that told me all this before? Ugh, it's like right there on the tip of my tongue. Now what's this? This is called a Merc Rift. Inside, you're the likely to find mirages that are, shall we say... Mirages? Oh man, let's go catch them. Idiots. This one's not very cute. Merc rifts are home to strange, rare, and usually very dangerous mirages. If you want to explore one, make sure that you're fully prepared before diving in. Most Merc rifts will be too tough for you to handle when you first find them. If you do end up getting whomped, come back later after you've gotten a bit stronger. On? Why did you... Now what do we do? I tried to tell you. Inside Merc rifts, you're likely to find mirages that are the strong and dangerous. You tried to tell us. Try a little harder, please. Ein Herzloser, ja, true. Es ist sehr viel weniger gefährlich aussehend. Soll ich jetzt fliehen? Nee. Ich gehe mal in den Classic-Modus wieder. Probieren wir einfach mal mit Ram. Dann kannst du einmal dann Libra machen, damit ich sehe, was seine Schwächen sind. Unimprisonable. Natürlich nicht das, was ich hören wollte. Okay. Ich glaube, ich hätte fliehen sollen. Ich kann nicht fliehen. Can't flee. Wow. Okay. Ich gehe davon aus, dass das passieren musste. Hoffe ich mal. Kein Ding, Triebkraft. Ja, okay. Oh no. Did you two die already? What? I died? But that's... no way. Maybe it's true. That mirage in the Merc Rift did kinda... Well, I'm still alive. Yes. That's because someone intervened. Right at the moment of your demise. And made it so the battle never happened. Wow, you can really do that? Of course. Although Tama's the one who does it. That's the right. I have the power to rewind time a little, and then to whisk you to safety. Although, it costs me a life to do it, so I hope you don't mind if I rest for a little the while afterwards. A life? You might not believe it, but I've actually got multiple lives. Back there, I had to sacrifice one of those lives to turn back time and to save you. You see, this girl with the ribbon that showed up in my dreams, she's the one who taught me how to do it. That makes zero sense and kind of freaks me out, but Tama, I'm impressed. Thanks! Oh, but just so you know, I can only use my powers to protect the two of you specifically. And only if you lose a fight, like what happened to you in the Merc Rift. Oh, yeah! And I can always recover my lives if you stay here and let me rest a spell. So, don't forget to give me a breather before I run out of second chances. Dude, you got it. Say no more. Rest yourself silly. Yes, sir. Thanks, Tama. We really owe you one. Especially Lon, who didn't have the good sense to listen before diving in. When the entire party is defeated, Tama will whisk everyone back to the safety of Ninewood Hills. There's no penalty, but you will have to fight your way back to where you were. Be careful though. If you are inside the threshold of a powerful mirage, Tama won't be able to save you. It's game over. Hey, who's that? Oh, if you mean our new guest, she claims to have gotten herself Das fucking lost. Chocolina. Go say hello. She's quite the Ich character. habe gesagt, das war nicht Chocolina. Okay. The real Where'd she question go? is how she got here from the outside world when it's no easy trick. Oh,
She must have experience crossing between planes. Die Musik erinnert mich gerade voll an diese Ruhe-Camp-Musik von Drakengard 3. Nicht gedacht, dass ich dieses Spiel heute nochmal mit Drakengard 3 vergleiche. So, she's over at North Promenade. Also ist das sowas wie die Hub World, gehe ich mal von aus. Oh, wow. She's so tiny. Is she what's the word again? Lilican? Okay, die hat ein Chocobo-Kostüm an, sieht aber nicht aus wie Choco... Fuck! Hello, and how are you? Good. More or less. You know, what a nice, quiet place. Oh, So who are the you? Oh, you can call me Chocolate. Was? Also es ist nicht Chocolina. I seem to have washed up here like a soggy yellow feather in a storm. Ah, die hat sogar die gleiche Synchronstimme, glaube ich. I do have this funny knack for winding up in strange places. cool. All right. Cool. Here to shop? I've got the goods. Chocoboco chain. Chocolate has a habit of picking up all sorts of strange items. Ja, sie ist der Shopkeeper. Brauche ich jetzt aber, glaube ich, nicht. Ein Antidote wäre vielleicht nicht schlecht, aber sonst. Whoa, slow down. What kind of operation is this? It's called a shop, dear. You're in luck. I find all kinds of stuff as I bounce from point A to point Q. I'm your Choco connection. Denied. So hey, are you ready to head back to Grimoire? Heute wird wahrscheinlich nur das gespielt, ja. Gibt ja nicht so viele fröhliche Spiele, die wir spielen können, um uns von der furchtbaren Realität abzulenken. You had it coming. What the fuck? You should have woke me up too. I don't remember raising you to be such a selfish selfer-poo. Well, I don't remember you raising me at all. Who's this? Oh, hi. I'm just your adorable local wind pixie, aka Seraphie. My hobbies include gossip mongering and, let's see. Oh, I'm good at hoarding things. Yep. Hoarding? Hoarding. Why do you think I'm here? You must have tons of prismariums, more than you can handle, right? Well, we're still working on it. Uh-huh. You'll have scads of them before long. You're gonna need a place to unload. Yeah, they are kind of bulky. Well, who's got you covered? This pixie right here. Anacro made me a special prism case that lets me keep all your prismariums safe. Just plonk the ones you don't need in and yoink the ones you do need out. All plonking and yoinking must be performed within the confines of 9 Wood Hills or from an alternate location with a suitably strong connection. Additional terms, conditions, and restrictions may apply. Okay. I'm not sure I caught every single word, but I guess I agree. Oh yeah, this prismarium belongs to one of my tribe. Treat it with the same boundless love and affection you feel for me. Das ist schon echt gutes Writing. Seraphie's kind of a special the case. Anna Cross has entrusted Seraphie with a prism case that automatically stores all the prismariums you collect. You can use it to select which mirages you take with you on your adventures. The prism case is also where you are permitted to transfix your mirages. Was auch immer das ist. Seraphie keeps the prism case in 9 Wood Hills. You can access it by talking to her directly, but the case is also at your disposal in Grimoire. Just select it from the menu, hit gates, or save crystals. The Seraphone is a special device you can use to call Seraphie and access your prism case remotely.
Seraphi's not too keen on leaving Ninewood Hills, but thanks to the Seraphone, you can still swap in mirages while out on the go. Just keep in mind that each Seraphone can only be used once, because Seraphy doesn't feel like getting off her because the data security is important, of course. I like it. Ooh. Ja, steht irgendwo der Name von dem Ding? Nee. A tiny wind pixie that makes its home in forests and other places of natural beauty. The sylphs are good friends of Seraphy. In fact, she sometimes meets up with them to play cards and gossip. So be sure to treat them with the same boundless affection Seraphy expects you to feel for her. Also hat die gerade eine ihrer Freunde, so à la Sklavenhändlerin, einfach mal mir gegeben, damit ich sie als Kampfobjekt benutzen kann. Gute Freundin. Kann ich die... Ist noch ein S-Charakter. Sylph. Ist ein bisschen besser beim Magic Defense, aber schlechter bei Angriff. Nee, bleibe ich hier beim Sputschik. Anyway, I think you should be able to manage on your own from here. You mean you're the leaving us? Yes. Ich war beim Friseur, Crash, ja. Oh, okay. Either Kurz. Das sind Kurzjahre. I'll lock this place down tighter than a Marlboro's bottle of mouthwash. That's Ich bin so früh aufgestanden, um die Ergebnisse zu gucken, dass ich jetzt sehr müde bin. Hat sich ja gelohnt, wa? Yeah, that's not exactly very helpful. Eigentlich hätte ich vor, so kurz nachzugucken, kann ich wieder beruhigt schlafen gehen, alles ist gut. Hat ja nicht geklappt. Sorry. Everything? But you've barely done anything. Besides, every world has its own rules. Like water dousing fire, and light banishing darkness. I think that's just called science. Well, I designed mine to be so completely unbreakable that even I can't undo them. Undo what? The rules. You're bad at explaining. You're saying you can't help because that violates the rules of the world or something? Exactly. But why is that? I mean, come on. Just who do you think you are? Me? Oh, well, Wir sind Gott. I'm God. I know my Final Fantasy, bitches. She's gone. Dude. I guess we can't necessarily rule it out, but for somebody calling the cosmic shots, she seems kind of sub-benevolent. Well, that's Anna Crow for you, so get used to it. So, she really is God? Beats me. Anna Crow is Anna Crow, wouldn't you say? Pretty the much. Wir haben von Thanks for Patreon clearing deutlich that mehr up. als von Twitch, ja. Wenn du nur eine Sache supporten möchtest, dann definitiv Patreon. Und danke, falls du es machen möchtest. Speeding up conversation. Are you the impatient type? Here's a fun little trick. During cutscenes, you can hold R1 to quickly speed through the conversation. Oh, not good enough for you? Then you can always press on skip. Of course, if you start skipping scenes with abandon, it won't be long before you have zero idea what's going on in the story. But then again, if this is your second trip through Grimrar, you may want to get right down to business. You always get the adventure log to fall back on. Morgen gibt's auch einen normalen Stream, ja, Retro-Level. Mit Tom dann auch im Gepäck.
Hello, Oregano Guy. Press R1 to toggle which character you control. It doesn't have to be Lan for the long haul or Rain always taking the reins. Sometimes you just need a change of pace. The character in lead has no effect on combat, so feel free to use this feature just for fun. Jemand sagte gerade, dass ich in den Optionen auch einstellen kann, dass ich die alternative Battle-Anzeige immer habe. Hier, Classic. Ja, dankeschön. Battle-Theme? Oh, man kann sein Battle-Theme umstellen. Das ist ja ziemlich aufregend. And whose fault is that? Oh, yeah, I want names. Tired of the grind, then there are a few tips you can also in the... Okay. Yep. When using the basic menu, enemies are targeted automatically for you. You can always override this and use manually to target. Ja, ich benutze ja nicht das andere. Also einfach nur ein Final Fantasy Radfratz. Mu. X. Ah, obwohl ich immer X gedrückt habe. Also wie es einfach Pokémon ist, ist ja absolut großartig. Hooray! Haben Ratzfratz gefangen. That was a good fight. Victory! A cute little... Über den HP sehe ich den Namen. Ach da, Mu, okay. A cute little forest animal, or at least that's what it wants you to think. Then pow! A tail punch to the jaw. This mirage has nothing to do with the legendary consonant. May or may not squeak. Mu when upset. Mu ist ein sehr guter Name. Also hier ist die Framerate in Ordnung. Das muss dann an dir oder am Stream liegen. Glaube ich. Zumindest habe ich es dann gerade übersehen, falls gerade die Framerate zusammengebrochen ist. Okay, also die ist gegen Eis schwach und gegen Dark. Das ist ein Foxfire. Fire Damage. Come on. You're mine. Wow. Wow. Jeez. Okay. See how you like this. Sehr cool. Here goes! Fuck. All right. Wenn Final Fantasy schon nicht mag, muss ich es halt machen. Don't touch it this time. I know. But could we see all this stuff before? Now that you've fought that thing the once, you can see all its information. And if you happen to know some Libra magic, you can peep at its data before you even jump in. Very good thing to keep in the mind. Got it. Yep, very good thing to keep in the mind, Lon. Very good thing to keep in the Why are mind. you repeating it? And just for my sake?
Dude, it's on. Let's Boah, make bist du this jetzt good. zerstört, Digga. Ein einzelnes Mu. Pah, sage ich. Pah. Jetzt habe ich wieder die andere Anzeige aus irgendeinem Grund. Ist egal, ob ich eh nur attacken will, aber trotzdem. Well, that ought to do it. Steht nicht, warum eine World of Final Fantasy keinen hat. Ist doch wichtig für Final Fantasy. Oh shit. Jawohl, Intro-Time. Oh, wie sehr ich das gerade brauche. Anime time! I love it! Bahamutian Army Designer? Okay. Das ist auch mit dem Final Fantasy 6 Max. Von Tose entwickelt, gar nicht von Square Enix selbst. Interesting. So Anime. So Anime. Das ist fucking Cloud. Das ist der von 8. Ja, der heißt. Nein! Ha 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 ha! No! Nicht Lightning! Nein! 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 Obwohl das sehr viel Humorpotenzial hätte, wenn diese zwei sehr natürlichen Menschen auf fucking die stoische Lightning treffen. Und dann irgendeinen Scheiß über Falzi hören. Das wäre eigentlich ganz lustig. Anime. Chapter 2. Foretold by Prophecy. Ha, I hope we are almost out of the woods, get it? Sis, is that a town over there at the end of the bridge? Yeah, and I don't know why, but something about it takes me back. Ah, okay, nur die... Ja, klar. Okay, schon gut. Ah, was eine schöne Dose Anime gerade. Da auf ein Bierchen. Das Führerhaus von dem Zug. So, you think we're supposed to get on? Absolutely. I'll be aboard. Hey, das Führerhaus. Wie das White House jetzt.
Oh, hey sis, let's park it here. Sure. Hi. Das ist schon ziemlich gutes Timing. Oh, pluck my needles. I don't know how long it's been since we've had new passengers. Huh? Right, tickets, please. Jesus Christ. Calm the fuck down, yo. Die Animation. Talks? Oh, I indeedly needly am a mirage. But I'm also the train conductor, so... Tickets, please. The conductor? All right. If Tama can talk, then why not? But the train tickets that we need. Right the here. Right the hell? Wow, semi-lifetime passes, eh? Haven't feasted my eyes on one of these in a swell spell. Right then. Pleasant journey. Where did those tickets come from? In a crow made sure I was provided with everything we could ever need. Yep. Okay then. So why a semi-lifetime pass? Wollte ich auch gerade And not fragen. a lifetime one? Keine Antwort? Okay. Ey! Personal Space, Dude! Wow, this place rules. Yeah, it's like something right out of a fantasy. Right out of a fantasy! Yeah. Final Fantasy. Okay. If I may ask, would you be kind enough to tell me what country you hail from? Oh, us? Racist! Sag's ihr nicht! Entschuldigung, kannst du mir kurz sagen, aus welchem Land ihr kommt? Ihr seht so anders aus. Bahamu? What's a Bahama? Well, the Bahamutian Federation has a whole army of mirages in their employ. Huh? Someone's made a whole army out of them? Sounds just fine by me. Line them up nice and neat for us, so we can round them up. Huh? Hey, wait up! Lon! All right, you Bahamus. What's your beef? Bahamu, ey. You gotta make it sound like they're made of beef. Yeah, Lon. Don't you know what's at stake? Ah. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also sehr schlecht, aber nicht schlecht. Wow. Ich weiß trotzdem nicht, was ich brauche für eine Prism Unity. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja Blödsinn. Oi!
Lebt denn immer noch? Jesus, jetzt verreck halt. Ich glaube, normale Attacken reichen ja aber. Und Miss. Ja, die machen mehr Schaden als die Abilities. Oh, random What? Okay, ich glaube, es war storymäßig. Whoa! What the? What just happened? Ja. Why wasn't I able to imprison that mirage? Didn't you see the light that's surrounding it? That means it's the beholden to another keeper. The what? BO? They smell? No! BO ist Englisch für Body Odor, also Already has wie another the du master. riechst. So until you give their boss the old heave the ho, you won't be able to claim it for yourself. Samira. Unimprisonable Mirages. Unimprisonable. Some mirages already belong to another master. If you look carefully, you can see the chains holding their souls captive. Unfortunately, these mirages cannot be imprisoned, no matter how hard you try. Defeating a mirage's master will break its chains, allowing you to imprison it. Weißt du, super? Die ist gefangen. Ketten halten diese Mirage gefangen. Du musst ihren Meister töten, um sie zu befreien und dann selbst zu fangen. Oh, fire whoever wrote that little hook in. Lon, Ixnay on the fourth wall stuff. Wow. Giants. Oh, whoops. Are they Bahamutian soldiers? But they drove the mirages off for us. It's just like the prophecy, word for word. Die Prophezeiung. Well, we know how it ends. Please, may I speak with you? Racist, nein. Sure. Was war das? The two of you. You've traveled here from another world. Oh, True. well, I wouldn't. I mean, Actually, I think you're pretty much spot on. And we're Mirage Keepers too. Lon, don't tell her. Why not? Face it, we're too awesome to try and hide it. I'm like exuding all over. Lon, you don't even know what exude means. There is someone who would like to have a word with you. Could you possibly stop by Castle Cornelia? So let's find this Casa Cornelius place. Doesn't Casa mean up? It's gotta be higher up. Well, you've got the direction correct. Even if the rest of that was completely off the base. Casa That Meetup. woman must be important if she's inviting us to the castle. Well, as I live and breathe, I've been around for quite a long time, but I've never... Gucken, habt ihr was anderes, wenn ich mich klein That woman mache? must be important if she's inviting us to the castle. Ich kann mich gerade gar nicht, doch. Nee, Well, as I live and breathe, nee, sagt das Gleiche. well, Ich bleibe mal gerade mal klein, damit ich ein bisschen besser mich hier in die Welt einfüge. Nee, wir sind okay hier. That woman must be important if she's inviting us to the castle. Ich mag die pausieren kurz, bis sie zu Ende erzählt haben und dann gehen sie weiter. Finde ich sehr gut. What's up, guys? Nice armor. Leave them alone, please. Spoilert mal nicht, wer noch so alles kommt, Leute. Wir noch ein bisschen Überraschung haben. Thank you for coming. Sarah. Welcome to the Kingdom of Cornelia. Immerhin ist I es am nicht Princess Sarah. Wait, you're like a princess? We had no idea. Oh my gosh. I am so sorry Lon acted like such a royal idiot. Achso, ist das die wir da unten getroffen haben? And I'm his older sister, Ja, stimmt. Rain. Okay. It's an honor. Racist Please Königin. excuse. At first, I suspected that you might be agents sent here by Bahamut. I was wrong. You stood up bravely against their mirages and kept our town safe. All of Cornelia thanks you. Oh, I wouldn't say we were that brave. Really. Stop, you're so modest. Still, the fact of the matter is, we didn't do anything all that outstanding. Yeah, we're more the Ah, fuck you, Mr. Paradoxa. Damn you. Standing isn't an Oh. Oh. It's just
so hard to believe that you two are the stuff of prophecies. Das ist Prinzessin Seele aus der Stadt Cornelia aus Final Fantasy 1. Okay, danke, Coolcut. Das kenne ich nicht. Oh, I am sorry. If you will permit me, I will explain it from the beginning. You see, Cornelia is an unfederated state midway up Grimoire. Unfederated? Yes. Let me explain that as well. The majority of Grimoire's countries and municipalities have annexed themselves to the Bahamutian Federation under the rule of Brandalis, the Herald King. Cornelia, however, has continued to maintain. Bitte hört auf, mir von totalitären Herrschern zu sprechen. Es versaut ein bisschen mein Entkommen aus der Realität. Mein Bier ist leer, ich kann noch nicht mal da aushelfen. So where does this prophecy factor in? The Azure prophecy speaks of a divergence. When time begins its march anew, they shall return as visitors, giants from the hills of a world not our own. Upon Grimoire, they will wreak two divergent futures. One that brings salvation, and the other ruin, an enigma to confound even the highest mind. The giants may wreak two futures? Reek, huh? God damn it, Lan. Oh, man, Tama, this prophecy's about you! What are you even talking about? There's nothing wrong with the way I smell! You big the dummy! Well, at least I'm dumber than you! Well, at least I'm dumber than you. Was ist das denn für eine Entgegnung? Just no hope for them. So, the giants from the hills, as in Ninewood Hills? I guess it's one of those believe what you want to things. But yeah, so far, it does seem to match up. Do you mind if I ask you a slightly awkward question? If this federation is really so terrible, why have so many countries agreed to become members? Most of the mirages in Grimoire, not all, but certainly most this is so real. This is so real. Control. With such a powerful army behind them, citizens can go about their lives without fearing the mirages. Das ist so real. Dude, they control that many mirages? Sie haben Angst vor den Mirages, also wenden sie sich diesem totalitären... King Brandalis' heraldry. Das war eine Keanu Reeves Command all of Grimoire's mirages with the same Referenz. authority as the famous Queen of the Keepers of ages past. So there was a Queen of the Keepers? Sounds like she was pretty powerful. Yes. Queen of the Keepers? Und die wurde besiegt. Spiel, warum tust du mir das an? But if the Federation can guarantee that kind of absolute Warum protection, tust du... Warum? Warum? But you see, It hurts. involves following their laws, and adoption of a heinous creed. The pain. It chills me right to the marrow of my bones. Ja, mich auch. Yes, I beg you, see for yourselves. Once you have done so, well, you will understand. all right then. Now then, may I ask what the two of you intend to do next? Well, whatever's going on out there, the only thing we can do right now is just keep rounding up more mirages, am I right? Oh? Apparently, at one time we commanded a whole legion of them. But somehow, we lost them along with our memories. So, we're hoping by getting the mirages back, we might stumble on some clues about our past. That's right. So if mirages like those goblins are bugging you, we can lay down the smack. Lay down the what? I think what he's trying to say is we'll help you out, or at least in the best way we know how. Oh, wonderful. You have my thanks. Mine and all Cornelia's. Still, if we're going to be any help, don't you think we need to beef up our arsenal first? 'Cause we can't put up much of a fight without some strong mirages. Good point. Princess, do you know of any nearby places where strong mirages live? Certainly. If you travel to the northeast of Cornelia, you'll find the Nether Nebula, a network of caverns inhabited by many wild mirages. Ooh, nice. Not at all. Savage mirages have been sighted in the nebula.
You may well end up dead. That's cool. If you insist upon going, then please take the utmost caution. He will, Your Highness. Otherwise, he's gonna be extremely sorry. Wait a minute, why just me? What did I do? It looks like we'll need to wind our way down to reach the exit. Seems that way. What a funny way to build a town. Oh, it's not that strange to the people of Grimoire. Hey, while we're here, why don't we ask around town and to see what we can find Das ist eine out? Kiste, das ist eine Kiste. Das ist eine Schatztruhe auf dem... Kann ich mich groß machen und da rankommen? Ha! Cool. Occult Fan Issue 1. Was heißt das denn? Reporting close encounters from far and right. Das ist eine Zeitung oder was? Okay, lesen wir mal durch. To kick off this issue, we'll be tackling the mysterious light bubble sightings in Pyre Glow Forest. Occult Fan decided to set foot into the shady glades ourselves to determine whether or not this rumor needed its bubble burst. As we clambered through the dense wood, we noticed our surroundings getting darker and darker. Before long, we were completely, hopelessly lost. But just when it seemed like every path was a dead end and home a distant prospect, we saw them out of nowhere. A number of luminous bubbles drifted through the air like a constellation. The stories were true. We paused a moment to take in this otherworldly scene, but then my traveling companion Wedge pointed out something even more remarkable. Chief, is it just me or are those lights trying to lead us somewhere? Doggone it, he was right. The bubbles seemed to be flowing in a single direction. Realizing we had stumbled onto something quite significant, we decided to press further into the forest to confront whatever new mysteries lay ahead. Kommen Biggs und Wedge nicht aus Final Fantasy 7 oder 8? 7, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher. Now, quit racing about before you trip and break your neck. If we cooperated with other powerful countries, those Federation goons probably wouldn't attack. Come to think of it, our neighbors in Saronia also stand against the Federation. And again, if we join forces, I wonder if there aren't any powerful countries. Wow, das wird wieder der Real. Zauberin. So the giants from the hills Ein weren't just a Zauberer. legend after all. Wowzers! Who cares about profit? The important thing is, wowzers. What am I gonna do? Oh, say, you wouldn't happen to be the giants from the hills by any chance, would you? You see, there's a situation I'm dealing with where I could really use your assistance, since you must know mirages so well. Could I trouble you to please bring me an earth hammer? If you could, I would be forever in your debt. Biggs und Wedge kommen laut Chat in vielen Teilen vor. Ein Earthhammer, sure. Mini-Venture. Best Helm in the Realm. Thank you again. Ist da irgendwie eine Übersicht drüber? Venture Log? Nee. Muss doch irgendwo eine Übersicht über meine Sidequests haben, oder? Mini-Ventures? Ja. Best Helm in the Realm. A chameleon soldier is in a bind and an earth hammer is what's needed to bang his way out of it. Bring him an earth hammer. Okay, ich weiß aber nicht, wo ich den herbekomme. Den sammle ich vielleicht einfach so auf irgendwo. If I became a giant, could I make myself big or small too? Ja, könntest du. Wenn du so cool wärst wie ich, könntest du das auch. Bist du aber You nicht. have to marvel at the princess's stubbornness. After all, joining the Federation would guarantee her kingdom's safety and prosperity. Of course, you won't catch me going along with the Federation either. That's the whole reason I left my hometown to come here. Many people who stand opposed to the Federation. Huh? What's this thing?
Gates nach Hause. Ich glaube, das ist egal, wie viele Final Fantasies man gespielt hat, Chicksink. Es ist natürlich Fanservice ganz viel, den du da nicht nachvollziehen kannst. Aber ich glaube, es ist trotzdem einfach ein gutes JRPG auch. All throughout Grimoire, you'll find places. Save the locations that lead back here. Open the way to come and to go as you please. And how exactly do we do that? You already saw. Just walk up to the right place, and that's all it takes. But surely a means of transportation that handy must come with a catch? No, the catch. You can use the gate as little or much as you like. What's more, time in here and time in Grimoire, they don't both flow at the same speed. So whatever crisis is going down, you can put it on hold and kick back here till you're ready. Whoa! It's like magic! Yeah, really irresponsible magic. Just imagine revisiting any place we've been. Call it the Super Porta Party. Are you kidding? That name definitely gets an F. He deserves an H. H! But grades only go down to F! Extra, extra. Read all. Sie ist so unglaublich What do you the one here, Serapi? emotionslos. Ich finde das super. You can use the prism case anywhere you find one of these gates. Oh, I think I get it now. Gates are what you meant when you talked about a strong connection. Huh? Oh, right. That's the gist of it. The gates. Throughout Grimoire, you'll find shiny gates, like the one you see here. Approaching a gate will connect it to the main gate in Ninewood Hills. Once it's linked up, you can use the gate to travel anywhere you have already been. Exit gates are special one-way doors for leaving dungeons, so they are not accessible from the main gate in Ninewood Hills. As you progress through the story, a chronicle of your travels is recorded in the game's menu adventure log. If you haven't dropped by Grimoire in a while, this is a great way to catch up. Select mini-ventures to have a peek at quests and errands you've undertaken. Naturally, you can stop by to check your progress, but you can also collect quest rewards here too. Ja, Twitch-Defense, du hast das schon richtig gesehen. Ich wollte mich nicht weiter mit einer Realität, in der Trump, der US-Präsident, und die Republikaner alle Teile der US-Regierung beherrschen. Mit dieser Realität wollte ich mich einfach nicht weiter auseinandersetzen und sie zurückweisen. Und deswegen habe ich mich stattdessen dazu entschieden, weil ich arbeite gerade an einem Video, wo ich für schreiben muss, und kreativ sein, schreiben kann ich nicht, wenn ich stattdessen nur an das andere denken muss und Bauchschmerzen habe und auf CNN schon die ganze Zeit gucke und so. Deswegen habe ich gedacht, du kannst entweder einfach rumgammeln den ganzen Tag und dich schlecht fühlen, oder du lenkst dich einfach ab. Und ich kann mir vorstellen, dass ein paar von euch eben auch die Ablenkung gebrauchen könnten. Deswegen, here we are. Hier. If you get poisoned in battle, the toxins will gradually drain your HP. Here, this one's free. Yo! Okay, ich muss mit mehr Leuten sprechen, offensichtlich. Geben einfach Items. Wie ein Pokémon. Chapter 3. Old acquaintances. Gibt's hier irgendwie 37 Chapters oder so? Pressing touchpad while in a dungeon displays a map of your surroundings. Not only does the map help you get your bearings, it also lists your destination, the location of gates and save crystals, and even includes a list of mirages you've discovered nearby. You unlock each map as soon as you enter an area. She said the Nether Nebula is somewhere northeast of Cornelia, right? Time to go hustle and rustle a little mirage muscle. Wow. Just don't hustle so much that you get yourself lost. When's the last time I got... Don't push it. Okay. Jetzt mal gucken, wo ich hier lang komme. Hier kann ich gar nicht weiter. Na gut. Wer ist denn Xavier Dolan, Camille? Wow, the air here is so clean. Yeah, right? You're a Yahoo.
No, Rain. You need to shout for it to work. Yahoo! Wow. Ja, da ist doch ein Dungeon, sehe ich sofort. Ja, richtiges Dungeon. Seneta Nebula. Be the careful. The mirages in here are a lot stronger than any you faced there before. Yeah, let's not mess around in the never thinganabob. Nether? Nebula, do you think you can do something about that habit of forgetting the name of virtually everything? Er ist anscheinend sehr dumm. Oh, here's another gate. That's the right. Gates that usually turn up in towns or at the start of most mirage-infested areas. You never have to travel far to visit a place you've been. Whenever you want to get from point the A to point the B, just use the gate as a handy little shortcut. Ja, hab ich verstanden. So like, if we wanted to go back to Cornelia right this instant, Kannst du durchgehen. we could just take this gate back to Ninewood Hills, then we can Yep. take the gate from there to Cornelia. You see? All in all, it makes for a pretty short shortcut. Yeah! If it were hair, you'd have to call it a buzz cut! Okay. Doesn't work. Doesn't work. Libra Mirajoule. Mirajoules are made by extracting your mirage's abilities and crystallizing them into gemstones that impart those same abilities to Ray and Len. What? As the twins fulfill certain conditions like raising their levels, they unlock more Mirajoule slots. Eventually, they'll be able to equip up to 8 Mirajoule apiece. When Rain and Len equip Mirajoules, they temporarily gain those abilities. If you've got a stack you like, but need just one more piece to unlock a more powerful ability, and Mirajoules are a great way to make up the difference. You can unlock Mirajoules und Mirasports or find them in Treasure Chests. Apropos, mal gucken, ob ich hier neue AP habe. Ja, 4 nämlich an der Zahl. Ne, SP brauche ich. Ja, davon habe ich nur eine. Es ist nicht genug, um weiterzukommen. Deswegen kann ich hier noch gar nicht leveln. Aber ich kann diese eine Mirajoule ausrüsten, nämlich an sie rein. Len kann schon. Libra, also gebe ich ihr das Libra Joule, sodass beide es können. That's the plan. Okay. Ja, den Namen behalte ich mir in meinem Kopf. Danke, Camille. Xavier Dolan. Alrighty, let's go. Come on, bring it! Hallo, was bist du denn? Du bist ein Minigolem. Gucken erstmal Libra wieder. I've got this. Physical Attacks, okay. Schon kann ich sie einprismen. Ich bin der Beste. Ich werde der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fange ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land und suche weit und breit die Final Fantasy Monster, um zu verstehen, was ihm diese Kraft verleiht. Final Fantasy Monster. Minigolem. A mirage that looks like someone stapled a set of arms and legs to a head. True. Factual. Likes charging its enemies while singing Go Go Golem Body Slam. But seriously, who doesn't? I like it. I like it.
Aber ich bräuchte mal eine M-Mirage, damit ich mal 3 Come on, sis. aufsetzen kann. Let's follow this rabbit hole as far as it goes. Nein, wollte ich nicht. Okay. Moose schon mal besser, weil da finde ich, verliere ich nur eine Agility, kriege aber sowohl Strength als auch Magic. Also der ist eigentlich schon mal besser als das Chick. Und er verliert Agility und die Magic, dafür gewinnt aber Defense und Strength. Was ist denn mit dem anderen Viech, mit Tama? Tama ist schon ein Strength-Ding. Also könnte ich eher einen Fokus auf Magic. Komm, nehme ich mal Mu. Nehme ich mal Mu. Yeah, fine. Just behave yourself. Da kann ich Mu schon leveln? Ah, warte mal. Ich muss den Mu noch leveln. Mu. Ich 4 SP. Erstmal Libra. 3. Und das war's schon. Aber jetzt kannst du mit mir mit laufen. Nee, warte mal. Wie habe ich denn nochmal... so? Ah. Da ist es. Hallo, Mu. Mu. I guess we're doing this. Come on, bring it. Was ist denn, was bist du denn, Digga? Du kannst mir erzählen, was du willst. Das ist ein Pokémon. Das ist doch ein Pokémon, das sehe ich doch. Das ist doch nicht ein Pokémon. Das ist doch so Mandra. Es heißt sogar wie ein Pokémon. Mandragora. Entwickelt sich zu Mandragogon. Ein Drachenpflanzen-Pokémon. Einfach ein Pokémon. Wait, wieso konnte ich denn jetzt keine anderen Abilities als sie probieren? Weil Mu konnte doch schon ein paar, oder nicht? Vielleicht mal gucken. Leaf, Digga. Sogar nur eine Pokémon-Attacke. Also nicht ganz, aber fast. Guck mal hier. Wieso habe ich denn jetzt nur Libra als die eine Ability, die ich gerade ausgerüstet habe? Weil Mu müsste doch an sich schon ein paar Abilities haben, oder nicht? Muss ich gleich mal nachgucken. Ja, wir könnten auch Wii U spielen, klar. Muss man mal Tom fragen, ob der mal was zu tun hätte. Es wird wahrscheinlich mehr Sinn ergeben, dann noch jetzt 2 Monate oder 3 Monate zu warten, weil das wird ja auch auf der Wii U nochmal erscheinen, auf der Switch nochmal erscheinen. Dann könnte man da direkt mal die neue Version spielen, weißt du? Das können wir noch feiern, falls es bis dahin die Erde noch gibt. Und wenn nicht alle in irgendeinem Atomkrieg endeten, dann haben wir genug zu feiern. Ey, kannst du jetzt mal hier... Kannst du mal bitte, Knuffenser? Geht doch. All right. Oh yeah! Come on. Fast ein Level für die anderen. Ey, wie wenig Geld man bekommt dafür, dass ein Trank 100 kostet. Ein Mandragora. Mandragoras live all over the world. These little guys may look cute, but don't touch. They are poisonous. While no one's ever sighted one in the process of growing, you can never be too safe. So if you see 2 floppy leaves sticking up, be smart and do not jank them. Yank.
Ich muss einmal ganz kurz nochmal politisch werden, um einmal kurz Gigs zu antworten. Es tut mir leid, ich verbanne das gleich wieder aus meinem Kopf. Aber Gig sagt gerade, ich bin zu pessimistisch. Ich will nur mal kurz erwähnen, dass... Ich weiß, ich wollte es eigentlich nicht völlig loslösen von diesem Stream, aber ich muss es nur einmal kurz sagen, um den zu antworten. Ich bin eigentlich ein ziemlich optimistischer Mensch. Aber ein Mann, der glaubt, mit einer Schocktherapie Homosexuellen ihre Homosexualität austreiben zu können, um sie wieder normal, also heterosexuell zu machen, ist jetzt Vizepräsident. Ein Mann, der es illegal auf Gefängnisstrafen machen wollte dazu, dass du versuchst, eine Heiratslizenz als homosexuelles Pärchen zu bekommen. Der ist Vizepräsident. Ich weiß nicht, ob man da zu pessimistisch sein kann. Wenn das der Fall ist. Das wollte ich nur kurz sagen. Entschuldigung, aber das musste ich jetzt kurz sagen. Da muss ich kurz darauf antworten. Tut mir leid. Entschuldigung. This dungeon is way more dungeony than I thought. True, das ist sehr dungeony. That originally, dungeon referred to the biggest tower in a castle. Mhm, It's what wusste they ich. called the castle keep. How long has it been since I've heard Rain go off on one of her educational rants? She must be pretty upset. The white. Are you kidding me? Mirages can stack too? Oh shit. You're not the only ones who get weight when you're piled up. Copper Gnome Stack. Okay, also das ist ein Copper Do their Gnome. abilities change when they're stacked to them? Afraid so. Okay. Which means somebody needs to stop underestimating the enemy before he finds himself up to his neck in some... At least he knows the warning. Blitz, Wind. Blitz oder Wind kann ich benutzen. It's meant for him. Erstmal kill ich ihn. Shake, Jesus Christ. Resist, Glück gehabt. Warum habe ich denn keine Abilities mehr? Was ist das denn? Achso, weil sie wieder sie dran war. Okay, sorry. Dummheit. Aber auch er hatte doch gerade... Er hatte gerade noch eine zweite Feuerattacke noch, die zustande kam durch seinen Stack mit dem Viech auf dem Kopf. Warum hat er das jetzt nicht mehr? Weird. Reduce the Mirage's HP to create... Okay. Das einfach nur angreifen. Jesus, ein Critical. Robin hatte ein Bier auf, ja. Irgendwie klappt das nicht. Wahrscheinlich geht es einfach nicht, wenn sie gestackt sind. Die zweite Feuerattacke war in Giant-Form. So gibt es auch Dinge, die nur... Warum habe ich denn als Giant eine andere Attacke als Mini-Typ? Weil ich habe den gleichen Typ auf dem Kopf. The more upset she gets, the more she tries to cover it up by spouting random trivia. You know where the word trivia comes from? Sis, I think we're good. Dann mache ich mich mal wieder groß. Was ist... Das ist wirklich ein richtig krasses Dungeon hier einfach. Aber jetzt, ich brauche für den Ding da oben den Sleek Stone. Sleek Stone? Mhm. Ah, ich kann die Toppeln umwerfen mit bestimmten Abilities, okay. Stimmt noch nicht, warum ich aber andere Abilities als
Giant habe, denn als Mini-Mensch. Komisch. Right, let's do this. Okay, wenn ich ihn jetzt einfange, wäre ja schon gut. Hooray! Oh shit, ich regeneriere meine HP ja gar nicht zwischen den Kämpfen. Dann muss ich jetzt sehr hoffen, dass ich nicht sterbe, ehrlich gesagt. Oder habe ich eine Windattacke? Ja! Perfekt. Weak. Jetzt habe ich die tatsächlich wiederbekommen, diese Attacken. Sehr komisch. Okay. Knapp überlebt. Das sind Elementinfusionen zu ihren... Ach, die haben andere Waffen als in dem kleinen Modus. Das ist aber weird. Warum soll ich denn dann in die kleine Form gehen? Haben die später auch Waffen? Weil jetzt scheinen ja gerade nur die Giant-Form Waffen zu haben. No Visa, Gnome, Copper Gnome. Composed almost entirely of copper. This metal with the metal takes pride in its tough hide. Wow. It is incredibly satisfying to face one of these and shout, "Mia, see? You'll never take me alive, copper!" If you get that reference, then congratulations, you are old. Ich habe diese Referenz nicht verstanden. Also, wenn ihr mir diese Referenz einmal erklären könnt, ist sie absolut akzeptiert. Fuck, da oben war jetzt... Ja, ich muss alle Schatztruhen aufmachen, also müssen wir noch einmal im Kreis laufen. Es tut mir sehr leid. Da führt leider kein Weg drum rum. Grievous Maul. Dies ist eine trampfreie Zone. Jo, ich guck mal rein. Danke dir, Camille, und schönen Tag noch. Bis demnächst. Oh, kann das mal jemand von euch, der schon Twitch Prime hat, dem Dorames verlinken? Wie ihr das verlinkt habt? Das wäre hervorragend. Was ist das denn? Wahrscheinlich, wenn ich das Ding voll hab, unlocke ich irgendwie das. Also ich kann Punch für Physical Damage und Medium Topple Strength oder Subdue, Inflict Non-Lethal Neutral. Non-Lethal? Ah, wenn ich die einfach nur fangen will und nicht töten will. Na, ich glaube, da ist Punch gerade ein bisschen nützlicher. Und Golem, Sylph. Das sind alles Statuswerte, die ich bei ihr verbessern kann. Interesting. Gucken, ob der Copper Gnome besser ist als mein Mu. Oder ist Copper Gnome sogar M? Oh, ist das ein M-Viech? Endlich. Yes! Awesome. Ich habe dafür natürlich schon ein bisschen mehr Schwächen, aber das Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. Sehr cool. Noch ein Grund, groß zu bleiben.
Ja, für 3 Potions. Naja. Surprise! Opportunity knocks. Opportunity nach. We did it! Predictable. So gut. So ein richtiges Dungeon, ey. So ein richtiges JRPG-Dungeon. Und es geht weiter. Oh, Jesus, okay. Es geht... Pony, das scheint der letzte Bereich zu sein, oder? Oder von hier aus... Ja, What's this for? It's a strange switch that responds to mirages. The mirages you imprisoned inside these caves should be able to help you out. Puzzle switches like the one you see here respond to the mirages you stack on top of them. You need to use mirages with the right combined rate and elemental resistance to solve them. But once you do, the switches will trigger changes in the environment and help you proceed. Most switches can be solved using mirages that lurk nearby, so if you find yourself stuck, try hunting around in the same dungeon for new mirages. Okay. Wait, 5 or greater Earth Defense. Das wird dann einfach der Goblin sein, ne? Wo kann ich denn das Weight sehen? Ach, 3. Weight 5, Earth 50. Ja, reicht schon. Oder nur der eine. Nee, ich möchte Activate, ja. Boom. Das ist so eine dumme, aber trotzdem interessante Mechanik. Danke, Doramis, für Subscriben. Appreciated. A new path. Check out that switchcraft. Ah, Switchcraft, ich hasse dich. Now we know which way to the go. Whichever one of you thinks you're being clever is about to get a knuckle sand switch. Ugh. Did I just get owned? They're raising the white flag here too. Ich kann ihm nicht so wirklich böse sein, muss ich allerdings sagen. Oh, da ist noch ein Switch. Wo ich zu den Treasuren da kann. Okay, also da müssen wir dann 2 benutzen, nämlich den und den. Ja, Yaoi, das ist uns sehr wichtig, dass unsere Community eine positive ist und eine, in der man gerne schreibt und spricht, und deswegen freue ich mich auch sehr, dass unser Chat so positiv ist und nett Leute aufnimmt. Ah, hier ist der Zeit für Questgegenstand gewesen, sehr schön. Okay, here we go. I won't hold back. Wow, das ist ein neues Viech. Oh, nice, den fetten Typ mit einem Schlag. Ein Floating Eye, haben uns richtig einen guten Namen einfallen lassen. Once per battle, leave only this Mirage standing. Ja, perfekt. Also alle anderen killen, nur den stehen lassen und dann kann ich ihn fangen.
Nee, Pikachu, das Audible Probe-Abo, das du jetzt hast. Erstmal danke dafür, dass du das über uns gemacht hast. Das bringt uns sehr viel tatsächlich, gerade bei Audible. Falls ihr das noch nicht gemacht habt im Chat, dann geht doch mal auf audible.de/hooked. Da könnt ihr einen kostenlosen Probemonat bei Audible bekommen mit Hörbüchern. Und wir bekommen dafür einen recht ordentlichen Betrag von Audible pro Anmeldung. Aber das wird dann, soweit ich weiß, automatisch verlängert danach. Dafür müsst du dann aber bezahlen. Das heißt, wenn du nur einen pro Monat haben willst, dann musst du das wieder kündigen, nachdem du diesen Probemonat aktiviert hast. Jetzt kann ich den nämlich fangen. Wieso kann ich nicht sagen im Prism? Ach, weil ich nicht gestackt war, oder was? Ja, glaube ich, musste mich wieder stacken und erst dann ging es irgendeinen Grund. Komisch. Danke, Dopsy, fürs fleißige Verlinken, übrigens wie immer. No trouble at That all. wasn't so bad. A winged eyeball that slings magic. Pro tip for keeping yourself awake at night. Try to visualize its heart and brain gas splurging around in there. Ja, ist ziemlich eklig. Noch ein M-Typ. Perfekt. Kann ich das mit der anderen benutzen. Okay, danke Karma für die Erklärung. Aber wenn die Latsch... Ach, okay, jetzt verstehe ich. Nee, jetzt verstehe ich, okay. Weird. But I like it. Hey, danke, das Imperatörchen. Für Sam. Hey, Tama. Weird question. How come all this really useful, well-presented information keeps popping into our heads? Oh, that? I guess in a crow is the try. Man, ich will das hören. Die Dialoge sind gut. Verdammtes JRPG, lass mich die Dialoge hören. That was a good fight. Victory! Dude, really? And here I thought I was some kind of super genius coming up with all the answers on my own. I hate to break it to you, but you will never be that person. I know. It's so sad. Whoa, hey now, come on. You don't have to look that broken-hearted when you say it. Ja, die Twitch Prime-Abos bringen wirklich was. Also wir haben ja schon öfter geredet, dass das finanziell ein bisschen schwierig war für uns. Ist es jetzt natürlich auch noch, aber die Twitch-Abos haben jetzt schon wirklich einen sehr, sehr relevanten Betrag für uns gebracht, der es uns halt erlaubt, uns auch vernünftiges Gehalt zu bezahlen, sodass wir eben nicht auf andere Arbeit, freie Redakteursarbeit, Texte schreiben und sowas ausweichen müssen und so weniger Zeit in Hook investieren müssten. Das ist ganz cool. So, wie mache ich das denn kaputt? Wahrscheinlich muss ich so einen Copper Gnome oder so. Der kann gar nicht Stroll. Nein, nur die Kleinen können, glaube ich, strollen. Keep strolling, 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 strolling. Keep strolling, 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 strolling. Kann der strollen?
auch nicht strollen. Können den alle nicht strollen? Was soll das? Hm. Hm. Mhm. Später backtracken, ne? Naja. Oh, what's this? Also ein Boss. That's not the good. This is the called a threshold. Mirages that create them to mark their territory. When you see a threshold, you better watch out because the mirages inside are extremely powerful. And the worst part, if you cross it and lose a fight the inside, I can't use my powers to rewind time and extricate you. Guess we'd better be extra careful then. Anyway, it sounds like if we're going in, we better go in fully prepared. That's the for sure. And don't forget to save your progress too. Ja, Game over. Yep, okay. Oh, jeez. Ja, die Shortcuts benutze ich eh nicht. Passt schon. Was denn, Lensflare? Was möchtest du denn? Was willst du denn? Was denn los? Was denn los? Was will er denn? Was will er denn? Was möchte er denn? Komm mal rein. Ist Mu immer noch so das Beste hier, oder? Wow. Na, Tama ist halt nicht. Ja, doch, Mu ist schon ziemlich gut. Kannst du nicht sagen. Na denn, haben sie jetzt komplett geheilt auch? Haben sie, ja. Let's hope for the best. What the honk? Der Honk? Lance hat gesubbt. Danke für Sub, Lance. Hey. Oh. Die Summons. Kleine Cutie Summons. Oh. I expected some foolhardy adventurer with a terminal case of curiosity. Ramu. What's this? Ifrit. Well, look who's back. Shiva. Ah, the half-pints. Hail and well met. Den Synchronsprecher kenne ich voll. Well met? That's not our names! I think he just means hello. Oh, and for the record, he happens to be a half-wit and a half-pint. You haven't changed a bit. Huh? What's so funny? Oh, you're having a lawn moment. Guess I'll just add this one to the pile. Wait, what pile? There's a pile? Apparently, we've met the three of you before, although we don't remember it. You do not remember us? Really? No wonder they haven't summoned us. Then our course of action is clear. We must ensure the pecking order is pecking in the right order. If you seek to command the three of us again, then demonstrate your strength now or else be destroyed! Hold now. Why must you two always let the blood rush to your head? What do you mean? Would you just look at them? These are not the Mirage Keepers we knew. Hi. You're right. They do look rather... How do I put it? Put what? Mon does set the bar low. Like Limbo the Barlow. Ah,
I see. See what? Very well. What say we pit them against just one of us to keep things nice and fair? Agreed then. Go on. Choose from among us and choose wisely. Ja, Ramu. Ramu ist der coolste. Ramu. Certainly has not made you any more clever. Ramu. What we're trying to say is, the two of you are no match for all three of us at once. Which means... Right, I get it. Thanks. Now. Ich will Ramu. Huh? Wait, get what? Dann, du bist ein dummer Vollidiot. Ramu. Twould be foolhardy to challenge me. My judgment bolt strikes with such Ich hoffe, ich habe jetzt keine force it will Blitzschwäche shatter bei your meinen soul. Garages. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Watch it. For an old guy, he looks pretty tough. Dude, tough doesn't even begin to describe it. We're still the inside their threshold. Fire und Dark. Suchen wir mal Dark. That all you got? Watch this! Jawohl, und Dark ist direkt effektiv. Sehr schön. Gucken. Und Dark und... Oh, was ist das? Kann mir mal jemand sagen, was das dritte von unten, dieses orangene minus 100 Element für eine Schwäche ist? Das wäre ja sehr hilfreich. Das Earth? Das könnte Earth gewesen sein. Wir versuchen es mal. Oh, ich habe genau die zwei ausgerüstet, die stark gegen den sind. Ich bin der beste Final Fantasy Spieler. Der Beste. Der Allerbeste. That all you got? Watch this! See how you like this. Stimmt, Grafik erinnert an Blue Dragon, das ist ein guter Punkt. Ist jetzt übrigens rückwärtskompatibel seit ein paar Tagen, Wochen auf der Xbox One. Ich weiß nicht, wie die Framerate ist, weil die Framerate hat mich so gestört an der Version auf 360, dass ich es irgendwann nicht gespielt habe, aufgehört habe. Also ich fand auch die Story und so nicht so spannend und dazu halt diese technischen Probleme, deswegen habe ich es dann irgendwann aufgehört. War nicht so lange. Danke, Dr. Drösel. Hilft uns sehr. Vielen Dank nochmal. Oh jeez. Das ist die Superattacke, die ja auch in Final Fantasy 15 kann, die man in der Demo gesehen hat. Super gut inszeniert ist. Oh Jesus, ey. Aber ich glaube, ich habe ihn jetzt. That all you got? Watch this! Ich als jemand, der 13.2 nicht mag, mochte 13.3. Ich habe dem eine 7 von 10 auf Bier gegeben, wenn ich mich recht erinnere. Did it! Good job. Mega Phoenix und Arma Gem. Enough. I have seen my fill for one day. That was fun, for what it was. A shame the two of you have so much growing up to do. Quiet, you! I'm a Hulk waiting to happen. So long. We shall meet again. Ich tweete noch mal kurz, weil es etwas später Our ist. paths may cross before you know it. Bye bye for now. Huh? What's this? A prismarium, duh. I know it's a prismarium, dummy. You didn't manage to imprison those tough mirages, but it looks though like they gave you this prismarium from the same tribe as a consolation prize. I see. I guess we made the grade then. Ich tweete noch mal kurz, eine Sekunde.
So, hab nur noch einmal kurz getweetet für alle Leute, die jetzt irgendwie von der Arbeit kamen oder so. Obtained a Sept Prismarium. Jetzt könnte ich den fangen, wenn ich normal eingehen würde, wahrscheinlich. Ach nee, das ist das Sept, okay. A wired tyke who's still learning to absorb lightning. His magic set remains limited. Don't confuse him with a certain colored mage. They are two different things. Okay, das ist nicht der Mage, okay. Aus Final Fantasy 9? Kann das sein, dass es in Final Fantasy 9 einen Mage gibt, der genauso aussieht? Ich glaube schon, oder? Danke, Casually, für Subscriben. Danke, danke. Transfiguration or Transfigging is the act of also Pokémon-Entwicklungen. A Mirage gets to keep all space it has unlocked in all of its mirage sports. This means, for example, that a Choco-Chick you transfig into a Chocobo yourself would potentially be more powerful than a Chocobo you imprison in the wild. A Mirage can transfig into any form and size you've unlocked, but there's one catch. You can only do this from the Prism case. If you're not anywhere near a gate or a safe crystal, you can call Seraphi with a Seraphone to access this case. Just so you know, some Mirages have unique abilities that aren't shared between transfixed forms. A perfect example would be Tama's secret weapon. The Super Fox Dimensional Tama Beam does not actually exist. Wait, but what if the Tama Beam did exist? Is that what you want? A sidekick with eye lasers? Eye lasers that would eradicate all foes. Eye lasers that would burn her cute little retinas. Eye lasers that would be exceedingly painful. Shame on you for wishing that. Let's look into getting Tama a tail laser instead. The mirages of the nebula have been set free. And once again, time resumes its march. Oh, das ist so ein Lightning-Satz. Aus Final Fantasy 13 2. Fick dich. Well, we better make our way back to Cornelia before the Bahamutians get any funny Hallo an alle, die gerade vorbeigekommen sind mit dem Tweet. Wenn gleich die Zwischensequenz vorbei ist, erkläre ich euch, was wir hier machen. Now that the boss has been bested, I can make you an exit gate right here and now. It'll take you back to Ninewood Hills, and from there, Cornelia's easy. Thanks to the buzz cut. I remember. You don't get shortcuts much shorter than a buzz cut. Wait! Unless you buzz the buzz cut, and then what have you got? I think at that point, you call it a bolt cut. Gute Diskussion. Danke, Jutaku. Danke, danke. Der Stream kommt auch später auf YouTube oder Time to 3. Keine Ahnung. Ja, gibt's auf jeden Fall irgendwo. Also auf Hooked oder Time to 3. Ich weiß, was ich meine. So, aber diese Entwicklungen, die schalte ich doch in dem Mirage-Board frei, oder? Habe ich doch richtig gesehen. Weil der hat doch hier auch irgendwo... Hier, nee, Unlock a Mirage-Board. A New Transfigurations Mirage. Also ich brauche quasi... diesen Punkt hier unten, der so halb hinter dem Interface versteckt ist. Und da... Ah, ne, hier die okay, hier schalte ich die Transfiguration von Mu frei. Okay. Interesting. Wo ist seine Transfiguration? Hat der keine... Guck mal, das verstehe ich jetzt aber nicht. Er hier hat... Unlock Mirage Boards. Okay, nee, da kann ich nur zwei Mirage Boards noch unlocken, aber der hat keine Transfiguration. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Mal kurz ein bisschen leveln hier. Der. Sept.
So, hallo an alle, falls Leute gerade neu dazugekommen sind von dem Tweet. Wir haben uns entschlossen, ich habe mich dazu entschlossen, die Realität auszublenden und zu ignorieren, was heute passiert ist. Und stattdessen mich in eine Welt von Chibi und Final Fantasy zu begeben, wo nur Fröhlichkeit herrscht. Und Bier. Look at the stone! It's so pretty! Oh, those are the called mirages. They're specialty items made by isolating a mirage's abilities. If either the one of you equips them, you'll be able to wield whatever the abilities they hold. The right mirages with the right the stack can Ist wirklich ziemlich cool in dem Spiel. Wie lange ist das Spiel eigentlich? Guck. That face. Oh, I hate walking everywhere. I can read you like a book. Me? Yeah. I know a lazy slacker when I see one. Die Stimme ist so toll. What's up? Oh, just some news you may find of interest. It'll blow your little minds. Why? Nein, sag's mir nicht. Sag's mir nicht, dass es wahr ist. Never believed this. No. All throughout Ninewood Hills, Gott sei Dank. I have staked out some windways. Windways? Steak! Now that you mention it, I'm starving. Have you got 35 anything Stunden else übrigens. tasty on the menu? Oh, sure. Here you are. Might I recommend today's special, the Sahagin soup? Stop that! We'll never get to the point if you egg them on like that! Huh? You want eggs? Oh, fried? Sunny side up? All we've got is scrambled. Just tell us about the windways! Oh, those? They're basically just shortcuts. The kids call it fast travel. You get to zip around every which way using one of those gooey doohickeys. Yep. I don't think you're allowed to go there. So what if the food's a little gooey? I'll still eat it. We are not talking about food! Oh. Wait, I get it. All that business about steak, that was a pun. Nice one, Lon. Oh, thank you. Don't tell me you thought he was serious! I realized something just now. We can never leave Lon and Seraphy alone together. Nothing good could come of it. Krass, dass sie alles so loremäßig erklären, ne? Nicht einfach sagen, so, du kannst jetzt das und das machen, sondern das ist der Grund, warum du hier teleportieren kannst. Ach so, ich muss... Wow. Oh, okay. Das muss ich mir mal kurz angucken. Lana Drain's trusty navigator. She's not a bunny rabbit in case there's any confusion here. Claims to smell like rainbows. As it turns out, there is no way to prove her wrong. Okay. Den Rest habe ich ja schon gelesen. Aber die Who's Who habe ich noch nicht gelesen. Len. Age in Ninewood. Der ist 15. Okay. Markings on his left arm. Dude. Rain's younger twin brother. Mentally incontinent but morally regular. Considers proper word usage to be optional. Rain, auch 15. Markings on the right arm. Len's older twin sister. Likes to call the shots and keep Len in line. Always on the ball. Almost makes up for Len with a quick judgment and careful planning. Under Anna's Cross's watchful eye. Anna Cross said that she checked up on Rain and Len during their slumber in Ninewood Hills. But why? Did she feel some sort of strong attachment to them? Anna Cross. 24. Notes. Surprisingly casual. Seems kind of hands-off. Old friend of Tamar and Seraphy.
sincere and never known to lie. Drops dire truths with a smile, making it hard to tell when to be worried. Ich meine, und sie ist Gott. Und sie vielleicht vergessen zu erwähnen. Lisa K. Tama. Das war der Voice Actor, Lisa K. Tennings. Age unzählbar. Due to her alternate interpretation of time. Notes. Navigator. Talks the funny. Floats. Rides on people's heads. A little girl at heart. Knows how to run with a joke. Pure and innocent. Seraphy, undetectably excited, refuses to enthuse, supposedly everyone's favorite pixie, flies, watering can. How did that get here? Keeps her cards close to her chest. Masked woman, mysterious mask, mysterious everything, seems to be female, travels with the carbuncle. Chocolate, wears glasses just for show, washes from world to world. Chocolate Mart Proprietor. Chocochick. Chocobolina. Chocoboching. First Word of Origin, Final Fantasy 13 2. Das ist die. God damn it. Na gut. Minigames? Gibt mal keine. Schauen wir mal in das Examine-Menü herein. Ich weiß, Examine ist einfach nur alles, was ich angucke. Da weiß ich nicht, was du meinst. Danke, XXL34 für Subscriben. Kite Sith da im Hintergrund. Wie installing data. Was installst du denn für Data, bitteschön? Ich bin auch gar nicht mit dem Internet verbunden. Das Spiel ist runterladbar, deswegen. Hä? Ich habe es gestern schon alles installiert. Was macht er? Hat das jemand mal von euch beim Spielen? Was ist das denn? What the fuck? What? Weil hier ist auch keine Leiste mehr. Was? Hier ist die Leiste nicht voll? Was? Ja, shit. Ich glaube, das Spiel ist noch nicht weit genug installiert. Ich glaube, wir sind gezwungen, hier aufzuhören. Warte mal, ich verbinde mal kurz mit dem Internet. Und dann... Das Passwort muss ich nicht eingeben, deswegen muss ich auch nicht rausgeben. Oh man. Weil das wurde mir nicht angezeigt, dass das nicht fertig ist. Das war für mich nicht offensichtlich. Das wäre jetzt ja sehr nervig, weil ich wollte jetzt schon noch ein bisschen spielen eigentlich. Start? Ja, ich meine, aber guck mal, der lädt ja auch gar nicht... Hä? Was... Hä?
Was ist, was ist denn das für eine... Kann mir das mal jemand erklären? Da, jetzt installiert er. Er hat nur die Hälfte runtergeladen, oder was? Ich habe gestern halt geguckt, wann ich das starten konnte. Und das war dann bei 4, noch was Gigabyte. Dann habe ich halt ein bisschen gespielt und dann die PS4 ausgemacht, weil ich den Eindruck hatte, dass das Spiel dann fertig runtergeladen hätte. Aber nein, es war nur zur Hälfte runtergeladen. Bis jetzt. Heute ist kein guter Tag, Kinder. Kein guter Tag. Aber das Spiel ist echt cool. Bisher. Bisher ist das Spiel echt cool. Aber ich befürchte, dass es an dieser Stelle vorbei ist. Ich glaube, das war's für heute. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen weitergespielt mit World of Final Fantasy. Leider hat der Download mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich glaube, das war schon eine ganz gute Einblick in das Spiel und was man da so bekommt. Mir gefällt es echt gut. Ist echt lustig. Sieht cool aus. Macht Spaß. Vielleicht werde ich im Podcast nochmal darüber reden, wenn ich es noch weiterspielen kann, wenn ich dazu komme. Weiß ich aber nicht, weil es kommt demnächst, morgen, um genau zu sein, oder übermorgen, kommt es auch noch raus. Zusammen mit 2, das werde ich spielen. Und dann geht es natürlich los mit Final Fantasy 15, mit Dead Rising 4, mit Last Guardian, Pokémon. Da kommen jetzt noch ein paar Sachen. Und ich arbeite halt gerade noch an einem Video kann ich jetzt sagen, zu den 3 großen Militärshootern, die jetzt erschienen sind. Danke Maudado noch fürs Subscriben. Ich muss euch wieder entlassen, liebe Leute, in die furchtbare, traurige, verabscheuungswürdige Realität, in der ein rassistischer und sexistischer und alles furchtbarer Demagoge der Präsident einer der größten Staaten der Welt ist. Ein Mensch, der Homosexuelle Elektroschocks verpassen will, um sie heterosexuell zu machen, Vizepräsident ist. Und in der ein Mensch, der glaubt, dass die Pyramiden vom Josef des Alten Testament gebaut wurde, um dort Nahrung aufzubewahren. Ja, das ist wirklich wahr, dass der Gesundheitsminister wird und natürlich ebenfalls Abtreibungen verbieten will. Da muss ich euch jetzt leider wieder drin entlassen, in diese Realität. Es tut mir auch sehr leid. Es ist für mich auch furchtbar. Anscheinend ist Maudado ein bekannter Mensch. Falls ja, vielen Dank. Sorry, falls ich den Namen nicht erkannt habe. Es tut mir leid. Ist sicher super gut. Das war's. Jetzt bin ich wieder traurig. Jetzt bin ich wieder traurig. Tschüss, Leute. Bleibt gut. Bleibt empathisch zu euren Menschen. Seid einfach gute Menschen. Heute mehr denn je. Bis dann. Tschüss.